Wir haben gerade einen Roadrunner gesehen. Ja, Leute, Grand Canyon. Tornado! Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, denke ich mir, das ist doch Quatsch, das ist nicht echt. Eieiei, ist das gemütlich. Alter, was ein Gürtchen nur. The wildest tour in the wilderness. Celebrating USA's semi-quincentennial. All right, folks. You all have fun with the new vlog. Phoenix, Arizona. 300 Sonnentage im Jahr. Wie wir sehen, haben wir einen der 65 anderen Tage erwischt. Aber gestern waren wir schon hier, das habt ihr im vergangenen Tour-Vlog der Wildest Tour in the Wilderness gesehen. Und da hatten wir 43,3 Grad. Wir schwingen unsere Schwellkörper wieder hier in unseren Ram. Und ihr hört's, es geht ab, die Feuerwehr kommt schon. Das ist ein Truck, aber die Feuerwehr sieht auch so unglaublich cool aus. Wir machen heute nicht nur Freizeitpark, Achterbahn-Content, das kommt natürlich auch irgendwie ein bisschen vor, aber wir nehmen euch heute so richtig Sightseeing-mäßig mit und zeigen euch Dinge, die man unbedingt gesehen haben muss, glauben wir. Zum Beispiel geht es zum Grand Canyon und wir gucken uns rote Felsen an, weil Arizona steht dafür. Die sind zwar überall, aber es gibt besondere. Und vieles, vieles mehr. Das alles auf jeden Fall jetzt in diesem Video. Kalk, was für Kalk? Ich sehe kein Kalk. Digga. Das ist voll gut. Das entlastet das Fahrwerk. Das ist richtig. Was ich noch gesagt haben wollte, bevor das wieder kommt, ich sehe es schon, ich lese es schon. Ja, ihr habt aber immer ein Pech mit dem Wetter. Das haben wir nämlich nicht. Wir haben nämlich, was das angeht, wirklich die Glückssau gebumst und sind wettertechnisch immer echt richtig gut dabei bei Touren. Da, wo wir so Touren hatten, wo ganz viel Regen war, hatten wir immer Tom dabei. Ich weiß nicht, ob Tom gerade in Arizona angereist ist. Ist das genauso wie mit den Zimmern, dass wir irgendwie da immer ganz schlimme Zimmer haben? Das ist ja auch nicht. Das wird ja auch immer wieder geschrieben. Frühstück im Hotel war wieder eins von den typisch amerikanischen Unterirdischen, die man auch lassen kann. Bisschen Toast, bisschen Marmelade, bisschen Cerealien. Die Zeit sparen wir uns und pacen direkt los und werden jetzt gleich wahrscheinlich an irgendeiner Tankstelle irgendeinen Müll in uns reinstopfen. Und fahren jetzt gute 2 Stunden, also 2,15 oder so sind das jetzt unterm Strich, und fahren zu einem Alpine Coaster, zum Canyon Coaster Adventure Park. Und da ist ein Vegan erste Generation, da habe ich Bock drauf. Und da machen wir es jetzt auf jeden Fall. HOV-Line hat gerade aufgehört, das ist die Fahrgemeinschaftsspur, die gibt es hier offensichtlich in Phoenix auch. Phoenix ist ja auch eine ziemlich große Stadt und die größte Hauptstadt eines Bundesstaates der USA. Die meisten Hauptstädte der Bundesstaaten kennt auch kein Mensch. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber man kann es auch immer wieder fragen. Wir fahren hier runter. Wir fahren hier runter. Und zwar, was ist die Hauptstadt von Florida? Schreibt es mal ehrlich in die Kommentare, wer es weiß. Bin gespannt. So, das sieht auch crazy aus. Das sieht aus wie ein Freizeitpark, wie die Pappwände machen, dass es aussieht, als ob du Tiefe hättest. Das ist ja witzig. Es klart auch so ein bisschen auf und wir fahren jetzt hier runter, weil hier eine Tankstelle ist. Das sehe ich zwar noch nicht kommen. Sicher, dass es die Abfahrt war? Nee, ich habe die Abfahrt nicht gesehen. Ich habe nur Ja, vielen Dank. hier runter. Ich erzähle gerade. Du weiß. sagst, ich soll hier runterfahren. Willkommen in meiner Welt wieder. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt hier in der Tankstelle. Das ist eine ziemlich große, würde ich sagen. Nein, nicht von der Fläche, von der Auswahl. Hast du auch nicht? Okay. Stimmt, es gibt noch krassere Tankstellen, wo richtige riesen Restaurants drin sind. Und hier hat man riesen Kaffeeautomaten mit Cold Brew und Warm Brew. Also, dass du halt Eiskaffee haben kannst und normalen Kaffee. Dann gibt es hier sogar extra Milch für den Kaffee, die sogar Geschmack hat, Vanille oder auch nicht. Dann hast du normalerweise noch so, genau, ja, ich habe es gerade auch gesehen, zum Beispiel das hier. Das ist auch wieder einfach nur Wasser, aber die ist refillable. Aber ich habe zu Hause eine SpongeBob-Flasche von Holy, also brauche ich das hier gar nicht kaufen.
Dann gibt es hier, dieses ist Froster, das ist glaube ich das Circle K House Slush. Dann gibt es Eistees, dann gibt es riesige Fountain-Maschinen, also hier für Postmix-Anlagen. Die ganzen Becher, also ich meine, guckt euch das mal an, hier extra large. Ja, und das kostet $3. Nee? Also, ach so, ich glaube, Any Size kostet 79 Cent. Also du kannst für 79 Cent hier so einen Eimer Cola oder was auch immer getten. Ja. Das ist krass. Hotdog-Station. Da kann man sich sein Würstchen selber zusammenstellen mit Soßen, Brötchen, allem Pipapo, was hier ist. Dann gibt es noch so eine Art heiße Theke. Die hier ist jetzt sogar gesponsert von irgendeinem so Superkoch, der sich das hier alles ausgedacht hat. Hier gibt es dann Pizza, Burger, Hähnchen, alles Mögliche. Das Hemd ist so cool. Weißt du, was viel, viel cooler ist? Wir haben gerade einen Roadrunner gesehen. Das ist cool. Einen echten Roadrunner. Miep, miep. So, verrückte Tankstelle. Ja. Als wir gerade da drin waren, dachte man erst, okay, hier ist kein Mensch. Und jetzt, wo wir uns 2 Minuten aufgehalten haben, war da so ein Hühnerhaufen drin. Auf einmal tausende Leute. Vielleicht ist genau gerade jetzt die Uhrzeit um 8:09 Uhr morgens, dass man jetzt zur Tankstelle geht. Wir haben uns was Gesundes zu essen geholt. Einmal ein Chicken Sandwich, so ein Spicy Chicken Sandwich. Das packe ich jetzt noch nicht aus. Dann eine Pepperoni Pizza, ein Stück. Kann man hier auch mal zeigen. Das kommt dann auf so einer Pappe. Es ist im Schrank auf so einem Drehkarussell. Und wenn du die Tür aufmachst, hält dieses Karussell an. Und dann nimmst du dir das Stück weg, was vorne an ist. Im besten Fall. Sonst verbrennt man sich die Finger. Und packt das in so eine Tüte. Ich habe dasselbe in Margarita. Und ja, Prinzessin auf der Erbse. Prinzessin auf dem Crushed Red Pepper. Genau, da gibt es noch so Gewürztütchen, Chili-mäßig Krümeln drin, damit man sich das noch ein bisschen schärfer machen kann. Und das gibt es auch noch als kleines Tütchen mit Parmesan, weil es ist ja noch nicht genug Käse auf der Pizza und überhaupt. Und dann kann man sich da noch Parmesan drüber machen. Ja, haben wir jetzt nicht mitgenommen, weil, wie gesagt, ich habe eine Margarita und der Bro ist eh nicht so der Käse-Dude. So, ohne Hupen kann man das Auto nicht zumachen. Wir sind angekommen und Uschi versteht nicht, wie sie die Kamera... 2 Stunden 15 Uhr fahren. Das machen wir gleich, wenn wir runtergehen, da vorne noch mal ein Bild. Weil hier ist auch noch mal ein cooler Spot. Mein Nacken, ey. 2 Stunden 15 fahren ist ja viel zu wenig. Aber wir sind jetzt beim Canyon Coaster Adventure Park. Und wie cool ist bitte dieses Logo? Und... Also... Ich glaube, ich finde das ziemlich nice. Oh, nice. Der Kappenbaum. Nee, das ist doof.
Gottes Willen. Das ist ein bisschen sehr ruppig, ey. Züge! Oh. S und XS als Auslaufmodell im Sale. Schade, weil ist halt 45 gegen 25 bzw. ein 10er nur. Ist halt schade. Auf dem Bild, also auf das Logo, das ist ja voll der rote Canyon, das ist ja gar nicht, das ist ja voll der gruselige Wald eigentlich. Ja, Gen 1, aber mit Bremsschwertern. Und die sind sehr doof eingestellt. Entweder sind sie da oder sie sind nicht da. Sehr ruppig und die S-Kurven sind auch nicht smooth. Das ist ja, hat hier irgendwie ADG mitgebogen oder was? Oder geknickt eher. Ansonsten ist eigentlich, könnte der schön schnell sein, ist er ja auch an manchen Stellen. Und das Layout ist eigentlich cool, aber es könnte cooler sein an manchen Stellen. Und $20 die Fahrt. Wenn ihr hier hinkommt, müsst ihr aber erst einen Waiver wieder ausfüllen, also eine Verzichtserklärung. Name, Geburtskram, dies, das, kriegt ein Bändchen, dass ihr das gemacht habt. Wenn ihr das dann abgeschickt habt, dürft keine Taschen dabei haben, die müssen ins Auto oder einen Locker, den man mieten kann. Und dann geht's nach oben, dann gibt's auch ein Onboard-Videosystem, das kannst du dir kaufen, das Video, es gibt Merch, das Logo ist cool, alles cool eigentlich. Aber diese Waiver-Ausfüllerei, ne? Mit dem Bändchen dann, ja, ich habe das gemacht. Also das ist echt krass. Und noch viel krasser ist, wie viel Bändchen man in einer Hosentasche hinten drin haben kann. Witziger Ort auf jeden Fall auch hier mit irgendwelchen Lodges und Motels und da vorne ist ein Bahnhof mit Personenzügen und so. Crazy. Echt cool hier. Aber wir fahren weiter. Die sind hier aus Texas, Leute. Es ist soweit, wir sind, was war das, 1,5 Stunden jetzt nochmal, ne? Ja, ungefähr 1,40. Vom Alpine Coaster 1,40 weiter gefahren zum Grand Canyon. Und das ist ein Nationalpark. Das bedeutet, man muss da auch Eintritt zahlen. Und das ist $35 pro Vehikel. Das ist eigentlich okay. Wenn man mehr Leute ist, dann ist es okayer, als wenn man wenig Leute ist. Aber das ist ja auch logisch. Und wir brauchen theoretisch jetzt 20 Minuten zum Reinkommen. Wir stehen nämlich jetzt in der Schlange, weil da scheinbar viele rein wollen. Ja, es ist auch Samstag, aber das ist bei so Touren, kannst du es ja manchmal nicht aussuchen. Und andererseits ist vielleicht ein Samstag für sowas besser als für einen großen Park zum Beispiel, wo wir jetzt auch erstmal hier keine in der Nähe haben. Aber manchmal sind aber auch große Parks, die du auf dem Samstag machen musst, weil es einfach anders nicht funktioniert. Und wir fahren jetzt rein gleich. Und der Grand Canyon ist ziemlich groß. Das kann man, glaube ich, hier schon mal verraten. Ein paar Fakten dazu machen wir gleich, wenn wir da sind.
Aber wir haben uns hier für den Mother Point entschieden. Ist das richtig? Das heißt, Es ist nicht wie die Mutter, die Mother, sondern wie der Father, aber mit M, also Mother Point. Ja, so. Weil, ob man es so ausspricht, weiß ich nicht, aber würde ich jetzt sagen. also Mappa oder Parma, frei übersetzt. Das ist theoretisch auch ein guter Punkt, um sich das Ganze anzuschauen. Und das ist von Phoenix, Arizona aus auch der Punkt, den man ansteuern soll. Also man kommt jetzt hier viel vorher rein. Wir haben dann noch 5 Meilen, wenn wir drin sind. Es gibt ja auch von Las Vegas aus Touren und die führen zu diesem Skywalk. Und das, hat man gehört, soll nicht so prickelnd sein, weil das ein großes Portemonnaie voraussetzt und nicht so nice ist. Du kannst auf den Skywalk noch nicht mal dein eigenes Handy mitnehmen und Fotos machen. Die Fotos werden gemacht von extern da, also von denen, die das betreiben, und du kannst sie dann kaufen, wenn du möchtest. Und jetzt hier der Mother Point ist da so wohl ein bisschen cooler und ja. Und es gibt auch noch eine Nordstelle, die ist im Winter aber wegen so viel Schnee geschlossen. Kann man sich gerade auch nicht vorstellen. Und die gigantischen großen 3 Meter hohen Kakteen, wo Uschi sich nebenstellen wollte für ein Foto, sind hier schon lange nicht mehr. Und was hat sie gemacht? Ist vergessen die ganze Zeit. Kommen bestimmt. Träum weiter. Täglich grüßt das Murmeltier. Und da hat jemand in der Vorbereitung wieder gut geguckt. Zum Glück habe ich nichts vorbereitet. Denn im Januar 2026, das ist ja jetzt gerade erst gewesen, weil wir ja jetzt Juli 2026 haben, hat die Regierung der USA eine kleine Änderung vorgenommen. Und zwar, was? Unglaublich. Ja, es gibt eine kleine Anpassung bei allen Nationalparks der USA für internationale Gäste. Das sind auch wir. Wir wurden nochmal gefragt, ob wir nicht vielleicht doch irgendwie in den USA leben. Nee. Und zwar bezahlt man natürlich auch wie US-Bürger $35 pro Vehikel, aber pro Person noch einen Eintritt. Na? Wie viel? Richtig, pro Person $100. Wer jetzt denkt, seid ihr eigentlich geisteskrank? Das habt ihr jetzt nicht gemacht. Jein, wir haben nur eine Person im Auto gehabt. Ich habe mich versteckt. Guck mal, hier wollen wir hin. Mother Point View Point. 5 Minuten Walk. Ja, so viel auf jeden Fall jetzt dazu. Danke, Regierung, dass ihr mich davon jetzt befreit, jemals wieder, bis das nochmal angepasst wird, einen US-amerikanischen Nationalpark zu besuchen. Also mit Yosemite und ja, ist das andere da hier, Death Valley und jetzt Grand Canyon. Da habe ich jetzt meine Top 3 fertig. Ja Leute, Grand Canyon. Und das sieht ziemlich crazy aus. Um das vielleicht einmal kurz irgendwie grob einzuordnen, das ist jetzt kein Loch, wie wir bei uns einen Tagebau vor der Tür haben, sondern das ist ein Riss, ein Canyon, eine kleine Spalte. Diese kleine Spalte ist aber 450 Kilometer ungefähr lang. Ist ja nicht nur lang, ist ja auch breit und 180 Meter an der schmalsten Stelle und 29 Kilometer an der breitesten Stelle. Ja, und das geht dann da, ich glaube, es müsste die Richtung sein, geht's runter. 400 Kilometer, kannst du ja an einem Riss lang fahren, der seinerzeit vom Colorado River geformt wurde, reingeritzt wurde in unsere Welt, in diesen Planeten, und das schon vor Milliarden von Jahren, auch wenn wir erst das Jahr 2026 haben. Das war vor uns hier und Wasser ist da auch keins mehr, aber es ist einfach ein super beeindruckendes Stück Erde und ja, wir gucken uns noch ein bisschen um, aber dann habt ihr ein bisschen was zum Grand Canyon auch mitgenommen, außer Bilder von uns, wie wir das gerade sehen. Das ist schon krass. By the way, tiefste Stelle 1800 Meter. Also wenn ich das so sehe, Intermin, wir brauchen einen Multi-Launch-Coaster. Rein, raus, hin, her. Kriegt er doch hin, oder? Ja, war ja eigentlich klar, dass ich ein bisschen Quatsch erzähle. Der Colorado River, der rivert noch hier unten lang. Und hier haben wir einmal die ganze Draufsicht auf den Grand Canyon. Wir sind hier an diesem Punkt. Ich sage, in die Richtung kann man gucken. Colorado River haben wir bei unserer Rocky Mountain Tour ausführlich gezeigt und sehr nah dran gewesen. Den kannst du hier gar nicht erahnen. Und ja, durchschnittlich 1525 Meter vom oben bis unten zum Fluss. Das ist die Durchschnittshöhe. Das vielleicht dann auch einmal noch. Und wir stehen gerade hier und das Gegenüber, was ja relativ nah aussieht, ist 16 Kilometer weit weg. Das sieht aus, als ob das nicht so weit wäre.
krass, ne? Also wirklich, wirklich krass. Und dann kriegst du ja auch noch gezeigt, die ganzen Gesteinsschichten, die hier sind und alles. Also man kann auch hier vor Ort noch was lernen, mehr als bei uns. Wenn man so tief in die Tasche greifen möchte, was ich verstehe, dass man das nicht mehr macht. Und wir waren nämlich auch im Überlegen, ob wir umdrehen. Aber da war jetzt nur einer von uns im Auto. Wir waren jetzt schon hier und wir wollen noch woanders hin, wo wir hier lang müssen. Und das wäre jetzt ein riesen Umweg gewesen, wieder zurück. Aber, boah, also hätte ich das vorher gewusst, hätten wir es nicht gemacht. Andererseits schön, das jetzt einmal gesehen zu haben. Hätte man vorher machen können. Hatten ja genug Gelegenheiten. Well, when I woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dream. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind any way. She told me things was gonna change. If I wanted her, I couldn't stay the same. So I stopped going out on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Yeah, everything she asked, I left in the past just to try to bring her joy. Leute, ey, das ist auf jeden Fall richtig, richtig crazy. Vor allem da hinten, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video ganz gut erkennt, aber da regnet's. Und das sieht man auch, das ist total verrückt. Zwischendurch hörst du den Wind hier durchpeitschen da hinten. Auf jeden Fall verrückt. Was ich noch erzählt haben wollte, es war, glaube ich, bei der Screaming for More Tour vom FGF, da waren auch ein paar, die haben dann von Las Vegas aus einen Ausflug gemacht. Da sind sie aber zum Grand Canyon geflogen und haben dann so eine Pferdereittour unten durch den Canyon gemacht. Es gibt auch Raftings, glaube ich, die man durch den Canyon macht. Das kann man ja auch alles machen. Wir sind eigentlich nur zum Gucken hier. Und wenn ihr jetzt mehrere Nationalparks machen wollt, so wenn ihr so richtig Touri-mäßig Nationalpark-Tour macht, gibt es für $250 pro Person auch quasi eine Art Jahreskarte. Dann kannst du alle Nationalparks machen. Das wird dann realistischer und es ist immer noch absurd, aber jetzt für diese Nicht-Residents, genau. Ja, ja. Und du musst ja trotzdem immer noch diese Fahrzeuggebühr bezahlen. Richtig. Ne? Diese $35, die es jetzt hier sind. Und ich glaube, bei den anderen unterscheidet sich das wahrscheinlich dann auch nicht. Die haben das bestimmt vereinheitlicht. Ja. Supi. Deswegen fahren wir Achterbahn und machen keinen Touri-Kram. Also es ist Ich super. muss sagen, ich bin trotzdem froh, dass wir es jetzt gesehen haben. Ja. Kannst du den Schöpfer gegenübertreten? Ja. Dann verlass bitte diesen Ort jetzt hier und geh. Ich muss ja eh alles jetzt selber planen. She told me to top off her Jeep, the one I bought her when I sold my old GT. And I bumped in to my good friend, and he asked me where the hell had I been. So I told him what she told me. If I didn't change, she was gonna leave. So I stopped going down on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Everything she asked, I left in the past just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated, I'm domesticated. But when I got home, she sat me down, said she wasn't happy and she wanted out. Everything about the man she once loved is long gone, baby, and it's all because I stopped going out on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Everything she asked, I left in the past just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated, Lord, I've been domesticated. Lord, I've been domesticated.
geil. Ist doch gleich schon wieder weg, oder? Ja, der löst sich gerade wieder auf. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground, come the sun up to sundown. Yeah, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kinda leaving me. She kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk. Wir haben hier Rough Road, Wir haben Leute. hier auch ein Mikrofon. Also, Wir haben hier Rough Road, Leute. gerade noch ein bisschen wilder. Ja, es kommen immer mal wieder Passagen, die etwas rougher sind. Die Leute sagen, guck mal, was da hinten für ein Menschenauflauf kommt. Ganz viele Autos. Hier sind auch so random irgendwie am Rand so aufgehäufte Sandhaufen, die, glaube ich, hier zur Natur gehören. Und die sehen aus wie aus Samt. Also nicht aus Sand, sondern S-A-M-T. So richtig kuschelig. Ob die das sind? Glaube ich nicht. Blechlawine. Das Wort zum Sonntag. Blechlawine. Well, working 3 jobs, living out of a car. Mama never told me life would get this hard. Running around the world playing my guitar. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. Yeah, I know George Jones and Gary Sturt, and all them young guns, yeah, they've been through. Tell you one thing that you won't believe. One ain't nothing but a thing to me. Burn right through them like a cigarette, or a line of cocaine on a private jet. I give them good loving like they won't forget. Baby, good Lord knows what time it is. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kinda leaving me. She kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Well, working 3 jobs, living out of a car. Mama never told me life would get this hard. Running around the world playing my guitar. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. Solche Landschaften wie hier gibt es auch woanders. Zum Beispiel in Zentralasien, Südamerika und an den Polen. Mit dem Unterschied, dass sie hier zugänglich sind durch das Konzept der Nationalparks, welche die Natur erhalten und dennoch mit einem Straßennetz durchziehen. Das Colorado-Plateau war vor mehr als 100 Millionen Jahren noch ein Binnenmeer. Heute ist es eine rote Wüste, die wir alle aus diversen Filmen kennen dürften. Die Hochebene liegt im nördlichen Arizona bzw. südlichen Utah und liegt innerhalb der Navajo Nation Reservation in der Nähe des Ortes Mexican Head. Die Tafelberge sowie die Felstürme bzw. Nadeln sind einfach nur atemberaubend und wunderschön. Leute, wir sind einfach mal... Jetzt kommt doch wieder Autos. Es war gerade super still, aber derjenige, der unbedingt hin wollte, versteckt sich hinterm Auto, warum auch immer. Und ja, man sieht es, glaube ich, schon ein bisschen im Hintergrund. Und wir haben natürlich ein paar Aufnahmen euch mitgebracht. Und wir sind hier am Navajo Trail, das ist die Straße. Navajo sind Ureinwohner, denen das Land hier eigentlich gehört. Und ja, dazu gibt es dann auch diese ganzen ikonischen Berge, die uns, glaube ich, allen irgendwie bekannt vorkommen, weil auch viele Westernfilme hier gedreht wurden, weil das einfach dieses Bild ist von ja, Wild West, USA, Cowboys, keine Ahnung, Cowboys und Indianer. Das hat sich vielleicht dann auch hier zugetragen. Falls ihr euch fragt, warum gab es jetzt in den letzten Vlogs so viel Drohnenshots, ich weiß gar nicht, ob es viele sind, im Nationalpark und auch hier in dieser ganzen Area, also nicht nur, wo man da reinfahren könnte, weil man kann einmal um die ganzen Steinhaufen drumherum fahren, das kostet dann aber auch
$20? Ja, ich hab gelesen $20 pro Fahrzeug und auf der anderen Seite habe ich gelesen $15 pro Person. Also entweder man zahlt jetzt $15 pro Person und das war's, oder man bezahlt $20 pro Fahrzeug und das war's, oder man bezahlt $20 pro Fahrzeug und $15 pro Person. Wie immer, wenn Uschi recherchiert, weiß man danach gar nichts, sondern ist eigentlich blöder als vorher. Und du wolltest hier hin, du hast jetzt gesagt, das reicht mir, wenn ich das hier so sehe. Ja. Ich hätte gern euch natürlich was von oben noch gezeigt, das funktioniert aber nicht, um Land, Leute und Natur zu schützen, ist das hier strengstens untersagt und das war auch am Grand Canyon so, wo ich übrigens sagen würde, dass es jetzt auch nicht schlau wäre, über diese Klippe wegzufliegen, weil es da Auf- und Abwinde gibt, die man gar nicht einschätzen kann und dann ist das Ding sowieso weg. Ja, aber krass, das sieht wirklich unecht aus und ja. Wenn man wie wir sich tagtäglich in dieser Themenparkwelt bewegt, sieht es auch ein bisschen so aus wie das, was man eigentlich tagtäglich sieht, was für die Parks, die sowas machen, spricht, dass sie das ziemlich gut machen. Und wir sind hier in der Mischung aus Colorado Adventure und Big Thunder Mountain und die spielen ja auch thematisch in dieser Region, mehr oder weniger. Das ist echt. Und natürlich Cars, Radiator Springs, ne? Das sieht ja da auch überall so aus. Ja, aber die beziehen sich auf die Route 66, die wir heute auch schon mehrfach gekreuzt, gequert und längs gefahren sind. Mal wieder. Also die Route 66, immer wieder kommt sie zurück in unseren Videos. Ich muss übrigens sagen, gerade von vorne, wie er gerade hier schräg steht, sieht der Wagen ganz nett aus. Ja, finde ich auch. Aber Ram wird trotzdem nicht mein Favorite. By the way, das ist kein Dodge Ram. Alle, die das sagen und die großen Ram-Fans in Deutschland sind, seit 2009, das ist schon etwas länger her, wir haben 2026, haben Dodge und Ram sich getrennt und Ram ist eine eigene Marke. Wie ein Dodge, das ist jetzt ein Ram. Warum wollte er jetzt gerade hier fahren? Na gut. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, denke ich mir, das ist doch Quatsch, das ist nicht echt. Ja, was machst du denn? Muss ich hier rausfahren? Aber so? Ja, siehst du doch, dass es so besser ist. Was mit der Traktion? I see you running out of reasons. Don't try to blame it on the seasons. Why you wanna walk away? When we began, swear we had something that would last. Baby, has the feeling passed? Falling in was easy. How do I make it stay? I'll never let go of you. Tried and true. Oh, I'll never let go of you. Tried and true. Was I a fool? I know sometimes I may wonder, but I would never leave asunder a thing as good as what we have. Is it a rule? What's good is worth the fighting. There ain't no denying that you and I were made to last. Falling in was easy. How can we make it stay? I'll never let go of you. Tried and true. I will never let go of you. Tried and true. I will never let go of you. Tried and true. I will
I'll never let go of you. Tried and true. Oh, I'll never let go of you. Tried and true. Tried and true. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. But take heed where you ramble, or too soon you will go. Way up on the hillside where the new flowers grow. Well, he met in the springtime, the sun sinking low. Two star-crossed lovers in the still melting snow, where the loving was easy and the courting was brief. Du bist ja ein Süßer. Wo kommst du denn her? Nö, kein Interesse. Ihr Lieben, wir sind jetzt in Bluff in Utah. Unser Motel für heute Abend, das Smoky Motel. Das sieht nicht aus wie ein typisches Motel, würde ich sagen. Aber es ist eins, weil man kann... Also typischer geht's ja gar nicht. Nee, man kann, ja, wie die typischen Motels, die wir sonst buchen, sagen wir mal so. Man kann sein Auto davor parken und dann hat man sein Zimmer da. Wir haben Zimmer Nummer 4 gebucht. Ich habe das gebucht, weil es gab in der Gegend nicht viel, was günstig war. Alles, wo überhaupt was war, sind halt so Touristenecken und dementsprechend teuer ist es dann. Und das ist das einzige unter 100 Euro, was nicht aussah wie... Könnt ihr euch vorstellen. Und wir haben hier schon irgendwie einen Freund, ich weiß ja nicht, wohin der gehört, aber wir haben jedenfalls Zimmer 4. Ich habe einen Code vorher bekommen und mit dem versuchen wir jetzt mal reinzugehen. Das hat funktioniert. Oh, wie schön. Guck mal, wie hübsch. Das riecht nach Holz. Ja, wow. Ja, das sieht ja schön aus. Ich mach mal das Licht an. Klima ist schon an. Sehr schön. Auch noch ein kleines Lichti. Nicht? Kein Licht? Hä? Ist das zum Schieben? Nee, hä? Wie geht das? Okay. Vielleicht gibt es keinen Schalter. Warte mal, am Kabel. Ich schau mal. Nee. Ah, hä? Das weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Toll. Es ist auf jeden Fall an. Wir haben hier ein sehr schönes großes Bett, was total süß und gemütlich aussieht. Holzwand, wie man auch riecht irgendwie. Ein süßer Tisch mit 2 Stühlchen. Fernseher ist groß genug und da. Ein kleiner Kühlschrank sogar. Hier ist dann die Klima. So eine kleine Ecke, wo man seine Koffer hinpacken kann. Der Waschtisch, süß. Fenster mit Ausblick in den, was auch immer, Garten. Hier ist auch nochmal Licht. Und dann ist hier WC mit Badewanne. Sehr schön. Richtig hübsch, alles ordentlich. Schöne Einrichtung, schöne Materialien. Das sieht gut aus, das sieht hochwertig aus. Das gefällt mir. Und wir haben auch noch einen Gemeinschaftsraum, wo eine große Küche drin ist, in der man dann kochen könnte. Und auch einen Aufenthaltsraum, meine ich. Da können wir auch mal gucken gehen. Der müsste hier außen sein. Muss ich mal. Ich würde vorne denken, ne? Ja, ich meine, da war aber noch einer über. Hast du auch einen Raum gesehen, der über war? Nein. Die rosa Tür, die der Autobahn am nächsten liegt. Das wird wahrscheinlich nicht das hier sein. Und mit Haus gekennzeichnet ist. Nee, ist es nicht. Dann gehen wir mal weiter. Den Code habe ich jetzt einmal nachgeschaut. Und es ist auch schön, hey, draußen so Möbel, die geile Aussicht auf diese riesigen Utah-typischen Berge. Wir sind ja in Utah jetzt. Das ging ganz schnell. Gerade noch in Arizona, auf einmal in Utah. Genau, und hier ist der Gemeinschaftsraum. Da schauen wir mal. Hoffe nicht, dass da jetzt jemand drin ist. Sieht nicht so aus. Wow, okay. Richtig süße Küche.
Dieses voll ausgestattet. Hier ist noch ein riesen Kühlschrank, Froster-Kühlschrank. Da kann man dann noch, wenn man was mehr hat, hier Frühstückszeug und so reintun. Das glaube ich nicht. Ja, doch, aber wahrscheinlich nicht für uns. Genau, also hier hat's alles. Ne? Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, ein Ofen. Richtig gut. Und dann geht's hier noch weiter. Und ich schau mal kurz. Hier ist auch noch ein Zimmer. Das ist gerade nicht vermietet. Das ist ja witzig, wenn du das hast. Das ist ja mega. Ja. Eieiei, ist das gemütlich. Wirklich schön. Richtig cool. Hier sind noch so Bilder, guck mal. Von den Besitzern wahrscheinlich, die hier mal angefangen haben, Moki Motel. Das ist ja toll. Also was ist natürlich super. Super geil. Ja, sehr gemütlich eingerichtet. Mega mit dem Kamin. Das ist ja traumhaft. Auch hier gibt es wieder Gesellschaftsspiele en masse. Hier kann man sich dann schön den Abend versüßen mit sowas. Ja, also es sieht mega aus, wie im Film hier. Und hier draußen ist auch noch mal eine kleine Terrasse. Wie es scheint. Mit einem Grill sogar. Ja, hier hat's sogar einen Grill. Richtig cool. Ja. Also ich bin zufrieden, sehr zufrieden. Was haben wir da? Oh, cool. Das ist schon mehr als ein Gecko. Meinst du? Ja. Oh. Ich wusste nicht, wie schnell die ist, die Tür. Kann ich bis jetzt auf jeden Fall weiterempfehlen. Total unkompliziert, der Code kam sofort. Und ja, die haben so ein paar Regeln. Man soll halt ruhig sein. Man soll, wenn man abends ankommt, zum Beispiel nicht mit den Fernlichter in die Fenster leuchten. Und wichtig ist halt, dass jeder hier seine Erholung finden soll und dementsprechend soll man sich hier auch verhalten. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber es ist schon okay, wenn man das nochmal dazu schreibt. So, wir ziehen jetzt ein. Dann wollten wir eventuell auch was essen und vielleicht nochmal kurz zu einer Tankstelle. Der Ort hat hier so ein bisschen was an Gastro zu bieten. Jetzt keine riesen Ketten, braucht man ja auch nicht, sondern anscheinend so kleine Restaurants. Da bin ich mal gespannt, ob es da was gibt für uns. Ja, es ist jetzt auch schon 5:45 und morgen geht's früh los. Well, the folks called it wrong, but hell, it seemed alright. In the sun-painted picture, and the day turned to night. Unser Motel haben wir euch gezeigt, das von außen richtig cool, richtig stylisch, richtig oldschool aussieht. Das passt, glaube ich, zur Region. Das ist mein Gratiswasser, was dabei ist, weil Wasser ist ein lebenswichtiges Elixier. Wir sind jetzt keine 2 Minuten mit dem Auto gefahren zu einem Smokehouse, was hier in dem Ort ist. Und es gibt verschiedenste Soßen. Carolina Barbecue. Sieht für mich aus wie so ein, was man Hähnchen überall drüber, dieses Süße, was alle machen immer. Ja. Süß-sauer. Nicht süß-sauer, sondern... So, und jetzt bin ich nämlich durcheinander gekommen. Wir haben noch das war Carolina Barbecue. Irgendein Mango-Ding, ein Haus-Barbecue und ein anderes Barbecue. Ja. Ist jetzt doof, wenn eins gut ist, weiß ich nicht welches. Das ist sehr pfeffrig und sehr viel Essig. Süßer, aber sehr scharf. Das Haus-Barbecue ist die Mischung aus den beiden anderen Barbecues, was nicht Carolina Barbecue ist. Hilft das weiter? Nein. Habe ich jetzt probiert mit den Fingern? Ja. Kommt jetzt gleich das Essen? Hoffentlich. Man kann drin sitzen, ein bisschen ungemütlich. Es ist jetzt hier draußen natürlich sehr warm. Wir haben immer noch so, ich glaube 39 Grad müssten es jetzt gerade noch sein. Die Sonne geht langsam unter. Aber die Aussicht mit auf diese ganzen Berge, das ist für uns natürlich total crazy. Und ja, man fährt hier lang für die Aussicht und man hält hier an für das Smokehouse. Das ist so ein bisschen deren Motto. Wir haben coole Nachbarn auf jeden Fall, die kamen gerade an. Und er war sehr erschöpft, der Dude, der gefahren ist. Auch mega geil, alter Dreads bis in die Kniekehle. Und ja, so ist lang gefahren. Ja, da ist, ja, das klingt irgendwie lang. Und da sind wir vorbeigefahren. Jo, wir sind aus Phoenix hier hochgekommen. Also, alles klar, dann, ihr habt gewonnen. Was hast du jetzt noch? Ranch und Mango Habanero. Ja, irgendwas mit Mango habe ich auch hier bei. Maple Barbecue war das andere mit. Das ist Haus. 100%. Das ist Carolina. Jetzt müssen wir nur das, dann ist das Mango. Weil das sieht aus wie deins.
Ja, würde ich auch sagen. Und dann ist das Maple. Dann haben wir es sortiert, bringt euch genauso wenig. Maple war das Essige. Essigere. Hi, my name is Dennis, I'm your server today. Und ich habe dein Essen schon mal mitgebracht. Ich bestimme, was du isst. Taco. Alter, was ein Gürkchen nur. Sieht super aus. Oh, Essen ist da. Habt ihr gerade gesehen, wie die neue Bedienung hier in dem Laden das rausgebracht hat? Möchtest du noch ein viel zu dickes Toastbrot haben, was nicht getoastet ist? Ich verstehe das in diesem Land nicht. Die Dicke sowie der Röstgrad von 0. Bei mir gibt's Hähnchen und Beef Brisket. Und bei dir gibt's vegetarischen Taco. Mit Mushrooms. Mit Mushrooms. Also nicht was für Mushrooms. Knows of its prey. And her father's old pistol hanging loose by her side. When she aimed once, she never shot twice. Well, the air was so still, and the sky was so blue. Before she could see them, the laughter she knew. She heard 2 shots ring out down in the town. There was 3 on the hillside, but only one headed down. I was just a baby, but I remember that day when I walked up the hillside, saw 2 mounds of clay. I'll always remember. Nothing to eat for you, huh? Would you like to say hello? Yes? Oh, cutie. Die essen dich. Ich möchte auch sagen, ne? Mir nicht. And I'll never go back up the hillside where the new flowers grow. Back up the hillside where the new flowers grow. So Leute, ja, wir haben jetzt so ein bisschen ja vor unserem wirklich cozy Motel ein wenig auf dem Picknick-Table, also am Picknick-Table gesessen, RCDB, Bingo gespielt, ein bisschen geguckt, was jetzt die nächsten Tage noch passiert und ja, fallen jetzt zerstört ins Bett, auch viel Strecke, macht auch viel Anstrengung. Kennt man ja von der Anreise schon. Ne? Du machst den ganzen Tag nichts, machst stundenlang nichts und bist trotzdem komplett gerädert. Jetzt haben wir ein bisschen was gemacht und heute mal so ein bisschen anderer Tag, ein bisschen was anderes gezeigt und für uns auf jeden Fall so mit Grand Canyon und Red Rocks mäßig auf jeden Fall mal ein paar andere Sachen gezeigt und erlebt und gesehen, die wir noch nicht gesehen hatten. Super spannend. Und ja, das Motel ist auch gut gebucht. Es kommen natürlich auch wieder wilde Menschen dazu. Eigentlich sind wir hier in einem Ort, die sind Dark Sky Community. Und hier sollte dann irgendwie abends im Dunkeln das ganze Licht ausgehen, um Lichtverschmutzungen vorzubeugen. Habe ich mich eigentlich drauf gefreut. Wie ihr seht, ich leuchte noch gelb, das ist die Beleuchtung des Motels. Aber auch alles andere an Licht von irgendwelchen Firmen oder sonst was man jetzt hier sehen konnte, hat sich bis dato nicht geändert und wir haben jetzt gleich 10:30 abends. Kurz nach 6 geht der Wecker, wir sind gerädert, wir haben morgen wieder viel Strecke und wilde Sachen vor. Das zeigen wir dann im nächsten Video. Jeden Tag um 18 Uhr gibt es ein neues Video. Und ich hoffe, wir konnten euch ein wenig unterhalten mit einem Alpine Coaster, dem Grand Canyon und den Red Rocks in Arizona und sind jetzt in Utah. Alles wild. The wildest tour in the wilderness.